So we're back, and this is Peter Hartmann from KIST. KIST is quite close to Würzburg here. Peter Hartmann is an instrument maker. He makes a very, very fine trombones. His son studies trombone at the Hochschule für Musik here in the junior class. He's still in high school, right? Yeah. Welche Schulklasse ist der? Pre-college. Pre-college. Yes. Great. You speak English, you see. Pre-college. Anyway, diese Querschnittzeichen, die sind very special und sind handgemalt auch. Also normalerweise ist es nur just the lines, you know. Also nur Striche, so wie oben da. Ja, das ist jetzt hand ausgemalt. Ja. Von einer sehr nette junge Dame, die Tochter von einer ehemaligen Freundin von mir, also in Russin. Also Wolgadeutsch, Einsiedler. Und fantastisch, guck mal das an hier, guck mal. Macht ich Isaac Ehe Nürnberg 1612. Das ist von 1612. Welche Tonart ist denn das? Das ist wahrscheinlich ein G, wahrscheinlich tief G. Das könnte im B sein. B? B-F-Posaune, das könnte sein, ja. Guck mal, der Hebel da, so dass man den 7. Zug dann bekommt. Ja, kenne ich, ja. Toll. Und das ist Elfenbein am Ende. Das ist, ja, guck mal, der Doppeladler da auch. Aha. Ja. Also Reichsadler ist das. Ja, genau. Das ist aber, das ist schon was wert, ne, sowas. So eine Posaune? Nee, überhaupt, auch die Zeichnung und so. Ja. Die Posaune, die stehen ja wahrscheinlich irgendwo im Museum, oder? Die sind in das Germanische Nationalmuseum. Das ist gezeichnet wahrscheinlich von Barclay. Barclay hat sehr viel von dieser Sache gemacht. Barclay ist ein Englisch-Kanadier, der sehr viel Instrumentenbau studiert. Und er hat noch einen anderen Freund, der ist Serafimov. Und he makes also instruments. The friends together with oben in Rostock. Kennst du denjenigen? Wie heißt der nochmal? Ein sehr netter Mann, er hat mir auch diese Brezeltrompete auch Der Weimann? Nein. Wie heißt der nochmal? Oh, du liebe Herr, das tut mir wirklich leid. Sein Name ist mir aus dem Kopf gegangen. Aber ich hatte mal Werbung von ihm gleich hier irgendwo. Witz irgendwie ist so. Sagt mir nichts, ne? Sein Nachname ist so ein bisschen so Witz, so schlesischer. Es wird mir einfallen nachher. Peter, I came to Peter after my instrument builder and main man, Mr. Poggensay, died in April. But ich war schon einmal bei dir vorher. Ich meine, ich war früher auch bei dir. Das sind schon ein paar Jahre her. Ja, es war ein paar Jahre. Hast du was abgeholt vom Musikschmied aus? Ja, aber nicht nur das. Also Peter ist ein sehr guter Instrumentmacher und vor allem ist er ein sehr, sehr guter Restaurator. Das heißt, er hat die ganzen Dellen hier rausgenommen. Wunderbar. Huh? Guck mal das an hier, was du gemacht hast. Ja. Nice flugelhorn with a nice bordel here that hands made. That's all hand done. Yeah. And so 24 Karat vergoldet. Ja? Du hast es damals, also he finished it yesterday for me, which was very nice of him. And it matches also this beautiful gold trumpet that he also took some dents out of yesterday also. The plastic hammer. This is a special B-flat trumpet. And it also has two, I told you it had two, zwei Stimmbogen. Das ist der zweite Bogen? Ja, ich möchte, dass du mir einen Kommentar zu dem Unterschied zwischen einem und dem anderen Bogen. Bogen Nummer 1, Bogen Nummer 2.
Unterschied? Ja, How would you describe it? Wie kannst du das beschreiben? das ist viel weicher. It's much rounder, softer, more... Und er ist direkter, also Yeah, der Bogen, viel yeah. direkter. Ja. Well, this is like Bach, and this is like Schilke. Schilke, Ja. I mean, that's why I see it. You see, this little, it's the same bore, everything. Yeah. Same plate, the same as that, you know. Oh, by the way, you were so nice to give me the spring on one of my. There's a complete Amati thing with a spring, and a faded that nice für dich. Ach so, Ein Geschenk für dich. Klar. super, danke. Bitte schön. Hoffentlich geht es ganz raus. Ja, sicher. Du musst es mit einer, Zange, weiß ich. naja, wie heißt es so, was die Frauen benutzen, wenn die zupfen? Pinzette. Pinzette, ja. Nehmen eine Pinzette dazu. Also auf jeden Fall, this is a very special thing. And this is also a very nice cornet. This is also 24 karat gold. But this now is in low A. Habe ich dir das schon gezeigt? Das habe ich doch schon gemacht, oder? Aber das ist das, ja. A cornet is a very special kind of instrument. This is the mouthpiece that it is actually a copy. Das ist kein- Möchtest du es? Das ist kein, Vorsicht, weil das im Mundrohr natürlich ist. Kann man rausnehmen. das ist kein Kein was. Steuart-Mundstück. Doch. Echt? Doch. Das ist ein Tromba Mundstück, ja. Aber ich habe es nach diesem Mundstück gemacht. Das Mundstück habe ich bekommen, es ist ein Courtois-Mundstück. Aus Paris, ja. Gulbeau-Modell. Diesen dünnen Hals da, ja. Das haben früher viele in Österreich gespielt, auf diese Belfront-Baritons. Okay. Die mehr knacken müssen. Okay. Und da haben die ganz wenig Material gelassen oben. Wir haben gestern auch über Material von Mundstücke gesprochen und diese Manschetten, die man... Ja. Das wollte ich nochmal eigentlich der Zuschauer... Das ist ein richtig historical mouthpiece, made in Paris, about 1890, I think. And so I had this mouthpiece made after it. You can see it's very similar, but also inside. What's interesting about this mouthpiece is it has a fluted backbore. And in this book from Haider, he talks about fluted backbores. Siehst du den Rückbogen mit der Schlitze? Wie machen die das an? Ja, wie machen die Mit das? der Hand. Ich glaube, mit so wie man so eine Nietenmaschine. Ich habe eine Nietenmaschine gekauft, um das zu machen für mein Mundstück. Man drückt das rein. Aber die Frage ist, wie? Weil wenn man in die Seele kommt, dann, also das ist die obere Teil, so mehr the throat, before you go into the bore. Das ist Wahnsinn. Und das hast du hier auch so? Ne? Nee, ich habe das schon in ein paar Mundstücke gemacht. Nicht in dieses hier. Weil, you know, I think this... Ja, das sieht man innen. Ne? Der Luftstrom kommt sechskantig an Ja, so ist das. in der Seele. So, man hat eine Bohrung, die Bohrung bleibt gleich, aber der ist weniger Widerstand. Der Widerstand wird vermindert. Also man nimmt ein bisschen Widerstand, weil die Luft geht besser weg. Es gibt auch Mundstücke, die haben Wahnsinn, ey. gereifelt, weißt du? Ja. Ja. So eine Art Gewinde. Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was... Aber das habe ich noch nicht gesehen. Da. Ja, weißt du, du musst zu mir kommen, dann zeige ich dir Sachen, dass du gar nicht gewusst hast. Ja. Aber was ich noch mal zeigen wollte, ist, was wollte ich denn? Ah ja, das hier ist die original La Tromba piccolo. I mean, it's not a La Tromba piccolo, it's actually a Schilke piccolo in hoch B, A, and I cut it down to C. It's in high C. And it has this special thing here. And we were talking about, wir haben über wie wichtig das ist. Now, I'm going to take it off here and play it just like this. It's in high C.
Okay, I really should warm up and get more serious about playing these things, but I'm not trying to impress somebody. I'm just really just talking about these things. If someone is going to criticize me about that, well, just turn off the television and go, and play with your video games. The reality is that when you put something together like this is a screw bell that comes off as an extra part here. This is an original P6 Schilke. It's not made anymore. The fanfare model. And I also had a P7 I showed in another film. Anyway, this P6, I cut it down, shorten the first valve slide and the third valve slide, and you put a little pinochle on there for me so that it didn't fall out, right? And you can pull it out, and so originally what I was trying to do was find so I could play the Brandenburg Concerto on it. So if you pull out this slide, like I was showing before on the other, it's then 2 tones. Not 1.5 like it would be normally like this. It's 2 tones. 2 tones, half tone, 1 tone. Now, of course, it's difficult to have the second valve. We were talking about that yesterday. The second valve is usually too long because this instrument was actually made from Schilke, by Schilke, to be able to play in B flat and in A. I have an A bell and a B flat bell, and it just gets longer and whatever. And the other set of slides. But the second valve slide is too short to change, unless you put the tubing inside the valve, and we talked about that. I have some Schilke valves, but it's pretty complicated to do that. But I think it's a pretty good sound für Piccolo in Hoch C. Also es hat einen schönen Klang für eine Trompete in Hoch C. Das muss man vorstellen. Das ist so lang wie eine Flöte. So lang wie eine Flöte. Ja. Now, if I take this Manchetta off, kannst du das packen? Okay. Wie würdest du die Unterschiede denn beschreiben? Ja, das ist... How would you describe the difference? Das ist direkter da. Das with this little piece of metal on here, so you don't have this parodontical mouthpiece situation here. Just because it keeps the energy from dissipating here, the sound has had more center, and it projects better, and the response is better. Also das spricht leichter an. Ja, ja. Es klingt, ja. Also man hört es aber. Yeah. See, these YouTubes are a little bit not just about me, but presenting instruments and informing people about things. Es hat zu tun mit Leute informieren und vielleicht Ideen dann geben und so weiter. Ich habe zum Beispiel auch andere Sachen gemacht, zum Beispiel hier. But I think that this YouTube is almost all over now, so we're going to have to just wait and continue on. So with my friend here, Peter Hartmann from Kist by Würzburg, instrument maker. And maybe next time you bring some of your instruments and show some, right? Wie? Du kannst nächstes Mal vielleicht ein Instrument von dir mitbringen. Ihr baut sehr, sehr gute Trompeten, Dreh- und Pumpventil, sowie Posaunen. Ja. Oh, richtig? Ja, ist richtig, ja. 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 Okay. Ja. Peter Hartmann, Kist. Thank you.